Hallo, mein Name ist Sebastian. Wir sehen uns heute Abend. Bitte nicht. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und willkommen in unserem Studio. Heute kein Werkzeugvideo, beziehungsweise heute eher ein Behind-the-Scenes-Video oder auch, wie wir sagen, ein Studio-Update beziehungsweise ein Bau-Update. Denn ihr wisst ja, vor etwa, fast schon einem Dreivierteljahr sind wir hier eingezogen. Wir sind stetig am Bauen und uns weiterentwickeln. Und das, was du jetzt hier gerade siehst, ist im Grunde übrigens so ein klassischer Drehtag für uns. Nämlich hier haben wir schon jede Menge Werkzeug für uns aufgebaut. Hier ist schon ein anderer Test gerade fertig. Und hier sieht man übrigens ganz interessant, komm mal bitte etwas dichter. Hier sieht man so die kleinen, niedlichen, Oh, eine Kappsäge. Gucci, Gucci, Gucci. Und hier ist eine Kappsäge. Quasi das Größte, was man so noch unter Kappsäge normal bezeichnen kann. Aber was gibt es eigentlich Neues hier bei uns? Wie sieht das eigentlich aus? Seit dem letzten Update ist ja einiges passiert. Und ich hoffe wirklich, dass ihr uns auch wirklich auf Helden der Werkstatt verfolgt, weil dann habt ihr das meiste davon schon gesehen, aber vielleicht die eine oder andere Kleinigkeit noch nicht. Oder ihr bekommt, glaube ich, sogar eine Vorschau von Sachen, die man auf Helden der Werkstatt noch nicht gesehen hat. Auf jeden Fall, was ist neu? Die große Werkbank hier ist neu. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das hier, ich glaube, das haben wir sogar zu Silvester gebaut hier, das ist schon ein paar Tage her. Diese wunderschöne Werkbank von da hinten an, hier immer durch, bis zur Kappstation hier. Hat übrigens entspannte 14 Meter. Übrigens, das triggert einige immer sehr hart. Bei Helden der Werkstatt lese ich das manchmal, dass wir hier unten noch Bohrstaub liegen haben. Eieiei. Und ich mache den jetzt auch erstmal nicht weg. Allein schon, weil es einige ärgert. Ich glaube aber, bevor wir hier weitermachen, werden wir dann den Bohrstaub natürlich entfernen. Ja. Und falls ihr euch fragt, was kommt eigentlich hier unten hin? Hier kommen Schubladenschränke hin. Und zwar jede Menge. Wir haben uns auch überlegt, vielleicht verschiedene Arten von Schubladenschränken hier mal auszuprobieren. Mal gucken. Vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen. Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Was würdet ihr denn hier unten reinbauen? Wir haben auch überlegt, eine Absaugung mit einzubauen. Oder. Mal gucken. Sandra hat sich hier schon verewigt mit ihrer Holzbox. Das war ein schönes Feierabendprojekt von ihr, hat richtig Spaß gemacht und hier ist immer die Holzreste drin, die von der Kappstation übrig bleiben. Hier oben verlinke ich dir mal eine ganze Reihe an Videos hier, die das hier, den ganzen Umbau so ein bisschen zeigen. Hier was ganz taufrisches, unser neuer Tischkreissägen-Tisch, Werkbank, Dingeling. Tüdelü. Nein, es ist keine Schubkarre, wie Sandra immer sagt. Ich glaube, würde man das hochkriegen? Ja, das kriegt man ganz leicht hoch. Oh, die ist echt schwer. Wir haben hier aus Resthölzern gebaut, wie man so schön sagt, die wir noch übrig hatten vom Studiobau. Da kommen wir gleich noch dazu, zu unserem Haus im Haus. Aber ich muss sagen, das ist wirklich eine Werkbank, um hier entsprechend zu sägen, durchzuschieben. Aber da kann ich noch nicht zu viel verraten, wir haben da noch einiges vor. Die wird noch ordentlich umgebaut, da passieren noch ganz andere Dinge, aber später. An sich ist so, hier im Raum ist gar nicht so viel Neues passiert, außer wir haben unsere Treppe fertig gebaut und hier so ein bisschen kläglich steht hier unser Tisch vom letzten Livestream. Das ist ein bisschen schade, weil wir werden ja demnächst wieder einen Livestream machen. Ja? Das heißt, demnächst, beziehungsweise schon mal der Hinweis, am 18.03. um 19 Uhr startet der neue Livestream unter dem Titel Ran ans Werkzeug, die Live-Show. Wir haben da echt interessante Sachen vor, unter anderem, und das habe ich glaube ich noch in keinem Video erzählt, ich zeige euch mal was, unter anderem, schaut mal, da oben, da ganz oben, ja, da oben werden wir jemanden hinhängen. Das klingt wie komisch, oder? Wir werden nämlich jemanden zum Schweben bringen mit einem Akkuschrauber. Das hört sich schon verrückt an, oder? Und jetzt zeige ich euch nochmal etwas, was echt verrückt ist, und zwar Folgendes. Die Menge an Holz, die hier verschwunden ist. Eigentlich war das schon weniger Holz, aber natürlich musste Daniel wieder Holz nachkaufen. Ja, wir haben jetzt hier schon wieder neues Holz liegen, was wir brauchen. Aber ursprünglich war es so, dass wir hier ja komplett das Ganze bis hier oben durch komplett liegen hatten mit Holz. Und das ist alles weg. Und zwar ist das für unser Haus im Haus und zwar für unser neues Hauptstudio. Denn das, wo wir ja momentan drin sind, dieses schöne Studio, was ihr kennt, das ist ja eigentlich, oder der schöne Raum, das ist ja eigentlich nur, ich liebe sie, aber es ist nur unsere Werkstatt. Das Hauptstudio wird dann nachher da hinten entstehen und deswegen bauen wir da ja auch unser Haus im Haus ein. Und falls ihr euch übrigens fragt, was das hier ist,
Das sind ganz kleine Balken, ganz klein. Die haben ein Maß von 14 mal 34 Zentimeter. Und was wir damit bauen, das zeige ich dir mal jetzt. Dann komm mal rein in die gute Stube durch unser neues Tor. Hier jetzt nur noch 3 mal 3 Meter, nicht mehr 4 mal 3 Meter. Und das hier ist unser Haus im Haus. Und du bleib mal ruhig da hinten und ich gehe mal schön weit weg hier. Hei, 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 hei. Jedes Mal, wenn man hier reinkommt, denkt man so, der Hammer. Also wirklich der Hammer. Weil wir haben hier ein komplettes Haus in 11 mal 11 Meter und 6 Meter hoch hier hineingebaut. Das ist wirklich, also das ist schon auch so ein Traum von Sandra ja gewesen und von mir, das zu tun. Und wir haben auf Helden der Werkstatt schön gezeigt, wie wir es gemacht haben. Erstmal die Bodenbalken legen. Da gab es ja auch viele Kommentare dazu, aber schaut euch das wieder am besten selber ein. Dann haben wir die Wände hier gestellt. Inzwischen, da komm mal mit, dass man das hier mal schön aus dem Profil sieht. Schau mal nach hier oben. Inzwischen haben wir sogar die Dachschrägen entsprechend hier dran. Und ich muss sagen, das ist schon eine tolle Sache, weil das hier ist das neue Hauptstudio von GoTools TV. Denn wir werden demnächst hier drin drehen. Und falls ihr euch fragt, warum wir das alles bauen, weil wir Lust drauf haben. Weil wir einfach Lust haben, das zu machen. Und seid gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Ihr habt hier die Balken vorne gesehen, die langen, riesigen Balken, 34 cm hoch. Die sind dafür da, um hier im hinteren Bereich noch eine zweite Etage einzubauen. Und ergo nicht nur hier unten zu filmen, sondern auch oben zu filmen. Ansonsten wollen wir aber diesen scheuen Look so ein bisschen beibehalten. Ich sage euch, das Haus im Haus, so ein bisschen wie hier, boah, das ist schon so eine gewisse Erscheinung. Auch dieser Raum ist eine gewisse Erscheinung. Auch wenn hier bei weitem noch nicht fertig ist und immer auch so ein bisschen möglich aussieht durch das Zeug, was wir hier alles so liegen haben, ist es trotzdem richtig schön, hier drin schon zu werkeln. Aber das Haus im Haus ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Denn ich muss sagen, dieses Haus im Haus ist eine solche Menge an Holz, so eine Menge auch an Problemen, die wir da lösen. Das macht richtig Spaß, sich damit mal zu beschäftigen und auch mal in anderen Dimensionen zu bauen. Insofern schaut unbedingt mal hier oben vorbei bei Helden der Werkstatt, falls du das Video noch nicht angeschaut hast, ja, und verfolge uns. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Wenn du Fragen hast, also wenn du so Behind-the-Scenes-Fragen hast, also was passiert noch hier so im Hintergrund, dann schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Würde mich riesig interessieren. Auch möchtest du mehr davon wissen, ja, wie wir arbeiten, wie wir uns organisieren, wie wir Licht setzen, wie wir Ton machen oder was für Kameras wir haben oder was auch immer. Und nein, wir zeigen dir nicht das Lager, weil das wäre, glaube ich, nicht so richtig gut, oder? Oder wollt ihr das sehen? Wollt ihr das Lager sehen? Denn, wie gesagt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, wir sehen uns am 18.03. zur Live-Show wieder. Und jetzt sage ich wie immer, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.